Guten Morgen, ich bin Christopher. Wir haben es jetzt Ende April, es sind morgens noch 5 Grad, noch ein bisschen frisch, aber die Vögel zwitschern, die Sonne kommt langsam raus. Ich hoffe, das wird temperaturmäßig noch ein bisschen mehr. Ich möchte gerne aufbrechen zur ersten längeren Tour in diesem Jahr, und zwar zur Rapsblüte in die holsteinische Schweiz. Wenn ihr mögt, kommt gerne mit. Es ist gar nicht mein Ziel, euch hier nur Touren in Norddeutschland zu zeigen. Auch nun hat es sich einfach wieder so ergeben. Und es lohnt sich, versprochen. Die holsteinische Schweiz liegt im Osten Schleswig-Holsteins und wird im Norden und Süden ganz grob durch Kiel und Lübeck begrenzt. Ich bin rund auf 580 Kilometer unterwegs und nehme mir dafür 3 Tage Zeit. Die sanften Hügel und die geschwungenen Straßen verdankt die Gegend der letzten Eiszeit. Nach einer für mich kurzen Anreise auf der Autobahn starte ich meine eigentliche Tour in der schönen Hansestadt Lübeck. Von hier aus geht es fix nordwärts an den Timmendorfer Strand und entlang des Holsteiner Ocean Drive nach Scharbeutz. Von hier aus wird es landeinwärts schon kurviger und ich lasse mich nach Bad Segeberg treiben. Wer ein Fan von Winnetou und Old Shatterhand ist, kommt lieber im Sommer hierher statt zur Rapsblüte. Denn dann laufen hier die weit bekannten Karl-May-Festspiele auf einer Freilichtbühne vor dem Segeberger Kiteberg. Weiter geht es auf schon kleiner werdenden Straßen nach Plön, um dem dortigen Schloss meine Aufwartung zu machen. Danach geht es für mich nur noch um meine Unterkunft, den idyllisch gelegenen und motorradfreundlichen Landgasthof Kasch. Ich bin jetzt in Lübeck, stehe vorm Holstentor, Lübecks Wahrzeichen von 1478, das damalige Stadttor der Hansestadt Lübeck. Wer nicht so eine kurze Anreise hat wie ich, kann auch in Lübeck übernachten. Lübeck mit seiner ehrwürdigen Altstadt und dem dort ansässigen Europäischen Hansemuseum lohnen sich in jedem Fall. Hier erfährt man, wie die Stadt zu ihrem damaligen Reichtum kam und was es mit dem Begriff der Hanse auf sich hat, den heute noch so viele Städte im Namen tragen. Ein anderer Name, der mit der Stadt untrennbar in Verbindung steht, steht auch für erstklassige Mitbringsel für die Heimgebliebenen. Niederegger Marzipan. An der Seebrücke Niendorf lasse ich mir dann zum ersten Mal auf dieser Tour die noch frische Ostseebrise um die Nase wehen. Durch Timmendorfer Strand und nah an der Küste entlang geht es dann auf dem Holsteiner Ocean Drive nach Scharbeutz. Statt eines weiteren Stopps zieht es mich auf einsamere Straßen ins Landesinnere. Oft habe ich dabei die gerade einmal handtuchbreiten, sanft dahin meandernden Straßen für mich allein. Mal führen wir an den ersten ersehnten blühenden Rapsfeldern vorbei,
Mal durch kleine Wäldchen, mal entlang von Teichen und Wasserläufen oder durch einsame Alleen. Dann plötzlich steht man in Berlin. Nervös prüft man abwechselnd Ortsschild und Navi. Dass es in Schleswig-Holstein einen Ort namens Kalifornien gibt, das wusste ich. Berlin war mir aber neu. Es gibt übrigens auch einen Ort mit dem Namen Weite Welt und er ist keine 5 Kilometer von Berlin entfernt. Plön erreiche ich bei immer wieder einsetzendem Nieselregen und mache daher nur einen kurzen Stopp am Schloss selbst. Das Schloss wurde während des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert erbaut, bietet selbst einen tollen Anblick und noch dazu einen fantastischen Ausblick auf den Plöner See. Seit 2005 schult die gemeinnützige Vielmann-Akademie als offizielle Ausbildungsstätte hier Augenoptiker und Augenoptikerinnen. Der erste Tag war noch recht bewölkt und ein bisschen frisch. Auf den letzten entspannten Kilometern höre ich die heiße Dusche in der Unterkunft daher schon leise nach mir rufen. Guten Morgen, Tag 2 meiner Tour in die holsteinische Schweiz. Wir sind untergekommen im Landgasthof Kasch, der liegt zwischen Dieksee und Langsee, ist das glaube ich, direkt an der Schwentine. Die haben hier ihr eigenes Bootshaus und haben direkten Zugang zum Fluss bzw. zu den beiden Seen. Das ist ganz schön hier, kann ich in jedem Fall empfehlen. Heute soll es 13 Grad werden bei strahlendem Sonnenschein. Wir werden heute unter anderem durch Malente, Eutin, Grömitz und Fehmarn fahren. Außerdem fahren wir an den höchsten Punkt Schleswig-Holsteins. Ihr dürft gespannt sein. Vom Hotel geht es zunächst durch Malente, dann stramm am Wasser entlang und schließlich bis nach Eutin. Mit seiner Altstadt, dem Schloss, dem Schlosspark und der gerade im Umbau befindlichen Seebühne könnte man hier schon allein den ganzen Tag verbringen. Es geht aber weiter über das Land an dem beliebten, aber touristischen Küstenort Grömitz mit seiner Strandpromenade.
Die nächste Station ist Burg auf Fehmarn. Wer hier lieber einen etwas kleineren Hafen mit weniger Trubel aufsuchen möchte, fährt weiter nach Ort. In Heiligenhafen könnte man erneut eine Pause einlegen und/oder den schönen Sandstrand auskosten. Mich zieht es dann aber wieder auf die kurvigen Straßen der holsteinischen Schweiz bis zur höchsten Erhebung Schleswig-Holsteins, bevor ich viele kleine Straßen später und Erinnerungen reicher wieder in meiner Unterkunft ankomme. So, wir nähern uns dem Schloss Eutin. Da ist es auch schon. Schloss Eutin hat seine Ursprünge schon im Mittelalter. Die Stadt wuchs quasi um das Schloss herum, welches im Lauf der Jahrhunderte allerdings immer wieder umgebaut und erweitert wurde. Heute ist hier ein Museum untergebracht. Die malerisch gelegene nahe Seebühne wird derzeit umfassend erneuert und soll 2024 wieder Gäste zu den Eutiner Festspielen anlocken, einem traditionellen Opernfestival. Der Schlossgarten wie auch die nahe Altstadt lohnen dennoch einen Besuch. Einmal schön direkt am Hafenbecken vorbei. Das Ostseebad Grömitz hat touristisch sicher viel zu bieten, aber ich statte der Strandpromenade an der Seebrücke nur einen kurzen Besuch ab. Bei der heutigen Etappe von 200 Kilometern muss man zumindest ein paar Abstriche machen. In April und Mai blüht in Schleswig-Holstein der Raps auf riesigen Feldern und strahlt bei schönem Wetter mit der Sonne um die Wette, wer die schönsten Gelbtöne bieten kann. Wer viel Zeit hat, kann von der holsteinischen Schweiz auch direkt weiter ins alte Land bei Hamburg fahren und dort die etwa zeitgleich stattfindende Obstblüte anschauen. Frühjahr, wie es besser kaum geht, maximale Farbsättigung, die die Augen aus dem Winterschlaf holt. Einen Besuch auf Fehmarn wollte ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich hier schon mal in der Ecke bin. Und so steuere ich Burg auf Fehmarn an und hier den Hafen.
Fast auf Sichtweite und nur einen Katzensprung von Fehmarn entfernt könnte man in Heiligenhafen noch einmal maritimes Flair aufsaugen, bevor es dann aber doch wieder Richtung artgerechterer Strecken für mein Motorrad geht. Schnell werden die Straßen deutlich kleiner und auch kurviger. Vielleicht erreicht der ein oder andere hier nicht die Kurven oder Schräglagenwinkel, die er sich wünscht, aber ich bin hier mit dem Gesamtpaket mehr als happy. Ja, ich bin hier auf dem Aussichtsturm am Bungsberg. 168 Meter ist der hoch. Und damit ist er für Schleswig-Holstein das, was der Großglockner für Österreich ist, nämlich der höchste Berg.
Wer diese Tour einmal nachfahren oder für sich adaptieren möchte, findet die GPX-Dateien zum Download auf meiner Homepage. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wer einfach nur bei Google Maps mal reinzoomen möchte, die schönsten kleinen Straße habe ich grob in dem Areal zwischen A1, B430, B202 und B76 gefunden. Sicher gibt es weitere, aber ich kann hier noch nicht jede Straße abfahren. Wer weitere Tipps hat, schreibt sie mir bitte gerne in die Kommentare. Somit endet dann auch mein zweiter Tourtag. Der dritte und letzte Tourtag. Heute geht es über Laboe, Kiel und die Fähre Glückstadt-Wischhafen und den norddeutschen Eiffelturm zurück nach Hause. Im Prinzip habe ich es gerade ja schon gut zusammengefasst. Erst geht es noch einmal nordwärts an die Küste nach Laboe, wo das Marine-Ehrenmal und ein U-Boot besichtigt werden könnten. In Kiel kann man mit Blick auf die großen Fähren noch einen Kaffee mit dem Geschmack nach der großen weiten Welt trinken und dann geht es für mich fix Richtung Elbe. Quasi auf Mini-Kreuzfahrt geht es dann per Fähre von Wischhafen nach Glückstadt über die Elbe und dann geradewegs zum norddeutschen Eiffelturm. Von dort geht es für mich schnell heimwärts, einen kurzen Tankstopp in Bremervörde habe ich noch eingeplant. Manche ganz offizielle Straße ist hier tatsächlich noch ohne Teer- oder Betonbelag. Das sollte zwar für jeden Motorradfahrer, jedes Motorrad und auch jede Bereifung machbar sein, fühlt sich aber dennoch ein klein wenig nach Offroad-Abenteuer an. Diese Landschaft und das grandiose Wetter machen einem den Abschied wirklich nicht leicht. Ich genieße beides einfach, denn für die nächsten Tage sind auch wieder deutlich kältere Temperaturen angesagt. Wer wie ich in Niedersachsen zur Schule gegangen ist, hat wahrscheinlich das U-Boot in Laboe direkt am Strand bereits zur Schulzeit einmal besichtigt. Mit meinen 2 Metern Körpergröße ist so eine U-Boot-Besichtigung nur bedingt empfehlenswert, daher frische ich meine Erinnerungen lediglich von außen einmal auf.
Norwegen, Schweden oder Litauen erreicht man via Fähre von Kiel aus. Hier gibt es noch einen Cappuccino und dann den endgültigen Abschied von der Küste für diese Tour. Erst Autobahn, dann Bundesstraße. Dann noch einmal bestes norddeutsches Idyll mit Straßen mit direktem Blick auf den Deich, um zur Fähre nach Glückstadt zu kommen. Wenn man Zeit hat und mit dem Motorrad unterwegs ist, finde ich diese Variante deutlich angenehmer, als via Hamburg die Elbseite zu wechseln. Wer viel Zeit mitgebracht hat, kann in Wischhafen dann direkt Kurs auf das alte Land nehmen. Ich bin gerne auf oder am Wasser, vielleicht fahre ich deshalb auch so gerne Fähre. Das entschleunigt wie eine extrem kurze Kreuzfahrt, bei 4,50 € pro Motorrad und 3 € pro Person sogar noch eine vergleichsweise günstige Kreuzfahrt. Hinter mir seht ihr im Betrieb den norddeutschen Eiffelturm, eine der letzten Schwebefähren weltweit, die noch in Betrieb ist. Die Schwebefähre Osten-Hemmoor wurde 1909 fertiggestellt und steht seit 1974 als technisches Denkmal unter Schutz. Ein Verein pflegt die Fähre liebevoll und betreibt sie zu besonderen Öffnungszeiten. So lässt sich mit dem Motorrad auch diese kultige Fähre nehmen, statt einfach über die nahe Brücke zu rollen. Eine Schwebefähre wurde hier damals gewählt, da die Oster als Tidengewässer oft mit stark wechselnder Wassertiefe zu kämpfen hat. Dies macht es einer regulären Fähre eher schwer, hier zu verkehren. Wieso man damals nicht einfach direkt eine Brücke gebaut hat? Ich weiß nicht genau, aber vielleicht ist dies der Grund, wieso sich Schwebefähren nicht bis heute gehalten haben. So schwebt seither diese auch als norddeutscher Eiffelturm bekannte Fähre majestätisch, aber auch sehr langsam von Ufer zu Ufer. Wer hier ebenfalls an Luftaufnahmen interessiert ist, sollte sich vor seinem Besuch an den Vereinsvorstand wenden und dessen Erlaubnis einholen. Den Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Ab jetzt folgen überwiegend Straßen, wie sie sich die meisten Motorradfahrer vorstellen, wenn sie an Norddeutschland denken. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch zeigen, dass es durchaus auch andere Ecken gibt. Danke, dass ihr mit dabei wart. Hinterlasst mir gerne ein Feedback, wie euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.